Frau Dr. Triebel, vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit mir über den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Sie sind die Leiterin des Konrad-Adenauer-Stiftung-Büros in Kharkiv, leiten dieses jetzt allerdings aus Deutschland aus. Sie haben mir gesagt, dass Sie noch mit Personen in Kharkiv in Kontakt stehen. Wie ist die aktuelle Lage in der Stadt und wie hat sie sich seit Kriegsbeginn entwickelt? Ja, die aktuelle Lage in Kharkiv, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, ist dramatisch und sie wird von Tag zu Tag dramatischer. Als der Krieg begann in dieser Nacht von Mittwoch zum Donnerstag vor nun mehr als 2 Wochen, sind die Menschen mit den ersten Bomben, mit den ersten Luftangriffen aufgewacht. Diese Bomben waren noch auf militärischer Infrastruktur, noch weit weniger auf das Zentrum oder auf die Wohnviertel dieser Großstadt gerichtet. Und so waren die ersten 2 Tage, hatte ich das Gefühl, für die Menschen, die dort leben, und ich bin mit vielen Kollegen, Bekannten, Freunden in Kontakt, erst einmal ein Schock, dass Russland, dieses doch so nahe Nachbarland, sie tatsächlich mit Bomben angreift und dann auch mit Panzern, weil relativ schnell die russischen Truppen an die Stadtgrenze Kharkivs kamen, da Kharkiv nur 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt ist. Als dann sich die russische Strategie verändert hat, als mehr und mehr zivile Infrastruktur bombardiert wurde und angegriffen wurde. In Kharkiv war das vor allem das Zentrum der Stadt oder ist es weiterhin das Zentrum der Stadt und die Wohnviertel am Rande der Stadt, war es für viele Menschen das reine Entsetzen und ein Horror, ein Albtraum, den sich keiner vorstellen konnte. Und nach den ersten Tagen haben dann sehr, sehr viele Menschen ihre Sachen gepackt und sind geflohen, was schon aus Kharkiv wie aus vielen anderen Städten in der Ostukraine mittlerweile sehr, sehr schwer ist, weil die russischen Truppen die Stadt fast umschlossen haben. Andere, vor allem Männer, haben sich der sogenannten territorialen Verteidigung angeschlossen und sind jetzt tatsächlich mittendrin in der Verteidigung ihrer Stadt oder ihres Landes. Und andere sind in der Stadt und möchten auch dort bleiben. Ich denke, wir werden noch sehr viele Tage und Wochen sehen, in denen sich die Lage dieser Städte und vor allem der Menschen dort noch viel schlimmer entwickeln wird, noch sehr, sehr stark verschlechtern wird, weil wir jetzt sehen, dass die russische Armee mehr und mehr versucht, die Städte einzukreisen, damit unter Druck zu setzen, durch ständiges Bombardement und natürlich auch durch einen Belagerungszustand. Ja, deswegen mache ich mir große Sorgen, vor allem eben um diese Gebiete in der Ostukraine. Ich verstehe. Gestern kam es zu einem ergebnislosen Treffen zwischen dem ukrainischen und dem russischen Außenministern. Denken Sie, dass es bei den kommenden Gesprächen, welche angekündigt worden sind, in diesem Format zu irgendeiner Form von Einigung kommen kann? Und wie könnten erste Kompromisse aussehen? Also grundsätzlich ist es wichtig, dass es weiterhin Gespräche gibt, vor allem direkte Gespräche zwischen der Ukraine und Russland, auch wenn diese Gespräche, denke ich, unter internationaler Begleitung stattfinden sollten, weil wir auch gestern ja wieder erfahren mussten, dass die russische Seite von ihrem Ziel, die Ukraine politisch und militärisch komplett zu kontrollieren, nicht abrücken. Und das ist natürlich dann eine sehr, sehr schwierige Verhandlungsposition. Deswegen sollte man weiter diese Gespräche führen, wenn dann aber unter internationaler Begleitung. Und wir sollten keine hohen Erwartungen haben. Denn im Moment sind beide Seiten nicht bereit zu Veränderung ihrer Position. Das ist, denke ich, aus ukrainischer Sicht verständlich, weil es um ihre Existenz geht, um die territoriale Integrität und die Unabhängigkeit der Ukraine. Deswegen ist es für den ukrainischen Präsidenten kaum verhandelbar, Territorium abzutreten oder selber als Person abzutreten, da sie bekanntermaßen angegriffen worden und es eigentlich nichts zu verhandeln für sie gibt. Und die russische Seite ähnlich nicht von ihrer Position abrückt. Sie wollen die Hauptstadt haben, sie wollen Kiew haben und sie wollen, wie gesagt, eine neue politische Führung, die dann pro-russisch eingestellt ist. Und da sehe ich wenige Möglichkeiten, zu einer Konfliktlösung zu kommen, zu einer friedlichen Einigung. Das kann sich aber durchaus verändern. Und das liegt an verschiedenen Faktoren. Einmal liegt das daran, inwieweit beide Seiten, beide Kriegsparteien unter Druck geraten.
Also die Frage ist, wie lang kann das tatsächlich die russische Führung so noch fortsetzen, ohne selber innenpolitisch unter Druck zu kommen? Denn ich bin schon davon überzeugt, dass Putin und die russische Führung nach wie vor einen schnellen Sieg, einen schnellen Erfolg braucht. Und so länger der Krieg dauert, umso unwahrscheinlicher ist dieses schnelle Ergebnis. Und das müssen wir auch bei der ukrainischen Seite vermuten, dass so mehr die ukrainische Seite unter Druck gerät. Sie leisten ja erbitterten Widerstand, aber natürlich ist es ja nur schwer, so einen starken Widerstand wirklich über Wochen und Monate zu halten, ob es dann nicht doch auch bei der ukrainischen Führung Überlegungen gibt, wie man diesen Konflikt beenden kann. Das ist aber, wie gesagt, noch in weiter Ferne. Und wenn es da keine Veränderung der russischen Position gibt, kann ich es mir wirklich nicht vorstellen. Ja? Da es, wie gesagt, für die Ukraine ja um ihre Existenz geht und sie werden nicht einfach die Ostukraine abtreten und vor allem werden sie nicht Kiew abtreten und das sollten sie eben auch nicht, weil wir auch nicht davon ausgehen können, dass das dann Russland reicht. Deswegen müssen wir daraus schließen, dieser Konflikt wird wahrscheinlich, dieser Krieg wird sehr lange dauern. Er wird erhebliche Opfer fordern. Wir werden noch Bilder sehen von der belagerten Städten, die wir uns jetzt schon noch nicht vorstellen können, auch wenn wir jetzt ja schon sehr dramatische Bilder gesehen haben, vor allem in den letzten Tagen. Und wir müssen damit rechnen, dass die russische Führung ihre Strategie weiter radikalisiert und mit allen Mitteln versucht, diese Ziele zu erreichen. Wie könnten die nächsten Schritte Deutschlands aussehen in den Bemühungen, den Krieg zu beenden? Wird es weitere Sanktionen geben und wie weit könnten diese noch gehen? Ja, es ist natürlich sehr, sehr schwer, diesem Krieg zuzuschauen. Und unsere Möglichkeiten sind im Moment begrenzt, weil es keinen aktiven Einsatz von NATO-Truppen in diesem Krieg geben wird. Aber dennoch bin ich davon überzeugt, dass auch die deutsche Regierung, wie alle Regierungen in der EU, weiterhin ihre harte Sanktionspolitik verfolgen müssen, weil das ist das Instrument, was wir haben. Und dieses Instrument wird durchaus sehr große, sehr massive Folgen für Russland, für die russische Gesellschaft, aber auch für die russische Führung haben. Deswegen ist jetzt entscheidend, dass wir weiterhin diese harte, einheitliche Politik gegenüber Russland fahren, dass wir einen langen Atem dabei haben, also dass wir nicht in 2, 3 Monaten wieder darüber diskutieren, ob wirklich diese Sanktionen so hilfreich sind oder ob sie uns nicht selber schädigen, ob wir nicht aufgrund der hohen Energiekosten jetzt doch noch einmal andere Kooperationswege mit Russland führen sollten. Also wir müssen weiterhin einheitlich agieren, hart agieren. Jetzt müssen wir uns abgrenzen und wir müssen jetzt Putin stoppen. Sonst müssen wir noch mit ganz anderen Konflikten und Kriegen in Osteuropa rechnen. Und wir müssen in den nächsten Tagen und Wochen darüber nachdenken, welche weiteren Sanktionen und welche weiteren Maßnahmen gibt es, um die russische Führung unter Druck zu setzen. Und meiner Meinung nach müssen wir da auch noch weitergehen, so schwer es ist, auch für die deutsche Industrie und deutsche Wirtschaft natürlich. Aber ich denke, es wird keinen anderen Weg geben, solange der Krieg noch andauert. Und wie gesagt, wir werden eine weitere Radikalisierung in diesem Krieg sehen, davon gehe ich aus. Und deswegen müssen wir auch bereit sein, noch härter zu reagieren. Wir müssen aber dann natürlich auch nach innen das in unsere Gesellschaften kommunizieren. Wir müssen sozusagen unsere Gesellschaften, unsere Wirtschaft resilienter machen. Und das ist eine ganz, ganz schwere Herausforderung. Das bedarf sicherlich auch Zeit. Aber ich denke, es bleibt uns keine andere Option. Der andere Weg ist jetzt natürlich, und das macht ja schon die Europäische Union und Deutschland, dass wir die Folgen dieses Krieges für die Ukraine versuchen abzufangen, dass wir die Menschen, die gerade fliehen müssen, aufnehmen, dass wir den Staat unterstützen in der Ukraine und ja, alle möglichen Unterstützungen bereitstellen, die jetzt die Ukrainer und Ukrainerinnen benötigen.
Und Sie haben meine Frage jetzt schon ein bisschen vorweggenommen in meiner nächsten Frage. Aber angenommen, Russland erreicht seine Ziele und etabliert eine russlandfreundliche Regierung in der Ukraine. Wie könnten die Beziehungen Deutschlands zu Russland in der Zukunft, in so einer Zukunft aussehen? Und könnten sie mit Putin an der Macht überhaupt noch repariert werden? Das wird nicht passieren. Putin oder die russische Führung wird ihr Ziel nicht erreichen, die Ukraine politisch zu kontrollieren. Sie werden wahrscheinlich dieses Land militärisch kontrollieren. Ja, es ist jetzt noch nicht abzusehen, wann sie das erreichen werden, ja, wann sie tatsächlich das ukrainische Militär und auch die militärische Infrastruktur so zerstört haben, dass man davon ausgehen kann, dass das russische Militär dieses Land kontrolliert. Aber sie werden es nicht schaffen, eine pro-russische Regierung in Kiew zu installieren, die akzeptiert wird von der Bevölkerung. Es wird, wenn ein solcher Versuch klappen sollte, ja, also wenn solche Personen in den Präsidentenpalast in Kiew einziehen würden, wird es definitiv, egal wie viel russisches Militär in der Ukraine ist, Gegenwehr geben. Man spricht ja häufig jetzt von einem möglichen Partisanenkrieg oder Guerilla-Aktionen. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe 2 Jahre in diesem Land gelebt, das wird definitiv so sein, dass es zivilen Widerstand gibt. Das sehen wir jetzt schon in den besetzten Städten wie Cherson, die schon von Russland eingenommen worden sind, demonstrieren die Menschen weiter. Sie demonstrieren ohne Waffen für die Ukraine. Es wird aber auch militärischen Widerstand geben. Und wenn der dann eben im Untergrund organisiert wird oder wie auch immer dann. Und die Ukrainer werden jetzt in den nächsten Wochen erst einmal versuchen, Kiew zu verteidigen mit allen Mitteln. Man sieht das ja in den letzten Wochen, in den letzten 2 Wochen haben sie die Stadt wirklich als Festung so ausgebaut, dass der russischen Seite nur übrig bleiben wird, wirklich diese Stadt in einem Straßenkampf einzunehmen. Und darauf, meiner Meinung nach, ist die ukrainische Seite vorbereitet. Und sie sind bereit, wirklich aus jedem Haus dieses Land zu verteidigen. Das würde erhebliche Opfer für beide Seiten bedeuten, aber also für die Ukraine definitiv, aber auch für die russische Seite. Und wir sind jetzt schon bei sehr hohen Opferzahlen für das russische Militär. Also so eine Operation, überhaupt Kiew einzunehmen, wäre schon sehr riskant. Damit müssen wir aber rechnen, weil Kiew eben der große Erfolg wäre. Aber dann eine politische Besatzungsherrschaft aufzubauen, würde für Russland bedeuten, dass sie wesentlich mehr Sicherheitskräfte in diesem Land brauchen, als sie jetzt haben, um diese Bevölkerung eben unter Druck zu setzen. Sie werden nicht so viele Personen auf lokaler oder kommunaler Ebene finden, die mit ihnen zusammenarbeiten werden. Also sie müssten auch die zivile Infrastruktur ersetzen mit Russen. Deswegen denke ich, hat sich Russland, vor allem die russische Führung, verkalkuliert. Sie werden also höchstens erreichen können, dass sie Territorium der Ukraine gewinnen, dass sie vielleicht sogar die Hauptstadt einnehmen, aber sie werden nie die Ukrainer und Ukrainerinnen für sich gewinnen. Und ob im Exil oder in der Westukraine, die Ukrainer werden mit allen Mitteln versuchen, die territoriale Integrität und die Unabhängigkeit ihres Landes wiederherzustellen. Ich verstehe. Vielen Dank für diesen Ausblick und hoffen wir, dass es nicht so weit kommen wird und dass es ein möglichst friedliches, möglichst baldiges Ende dieses Krieges gibt. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen.